Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Plötzliche Wechsel von der mittleren Lage zu ganz hohen Tönen oder von hohen Tönen zu sehr tiefen Tönen können uns beim Blockflöte-Spielen schon mal das Leben schwer machen. Aus den Zuschriften und Kommentaren, die ich von euch bekommen habe zu diesem Thema, habe ich mal eine Stelle herausgenommen von einer Zuschauerin, die ihr besonders schwer fällt, und die nehmen wir heute mal so richtig ins Visier. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Vor einiger Zeit hatte ich euch ja gebeten, mir mal konkrete Stellen in Stücken zu nennen, die euch schwerfallen beim Wechsel von hohen zu tiefen Tönen. Und da habe ich einige Kommentare unter den Videos und Zuschriften bekommen. Und heute habe ich mal eine ganz kleine Stelle als Beispiel genommen von einer Zuschauerin. Ich habe auch andere Zuschriften bekommen, wie gesagt, und Kommentare, und ich möchte die Stellen auch alle behandeln. Nur schaffe ich das nicht in einem Video. Das heißt, es wird zu diesem Thema eine ganze kleine Serie geben und in den nächsten Wochen noch mehr Videos mit diesem Thema. Aber heute kümmern wir uns mal um eine kleine Passage aus der 3. Orchestersuite von Johann Sebastian Bach, und zwar aus der Gavotte. Und die Zuschauerin, die mir diese Stelle genannt hat, spielt die Altblockflötenstimme im Blockflötenquartett, und dort wird das Stück von Bach arrangiert für Blockflötenquartett geübt. Den Anfang der ersten Stimme, der Sopranblockflötenstimme in dem Fall, spiele ich euch mal an. Ihr kennt das Stück vielleicht. Und wie gesagt, es geht jetzt um die Altblockflötenstimme, und da habe ich mal das Beispiel hier von Stellen, die der Zuschauerin schwer gefallen sind. Und ihr könnt unschwer erkennen, das geht von mittlerer Lage E direkt zum hohen E hoch, und dann kommt noch ein Cis rein. Dann haben wir hier noch diese Vorhaltnoten, das ist jetzt eine andere Geschichte, wie man die spielt. Ich würde sie kurz spielen, quasi wie eine Achtelnote, aber wir wollen uns jetzt kümmern um die Sprünge in diesem Stück. Also für alle solche Stellen würde ich auf jeden Fall euch grundsätzlich vorschlagen, nehmt sie auseinander. Schaut von einer Griffverbindung zur nächsten. Wenn wir jetzt hier mal die erste Griffverbindung nehmen, das wäre vom mittleren E zum hohen E. Dann schaut ihr euch an, beziehungsweise macht euch klar, welche Finger sich da wie verändern. Also wenn ich vom E zum hohen E möchte, muss ich natürlich den Daumen knicken, von ganz drauf zu etwas geöffnet, das Daumenloch. Und das Komische ist, obwohl das auch ein E ist, der hohe Ton, wird der anders gegriffen. Also das muss man sich erstmal klar machen. Ihr sagt jetzt vielleicht, ja klar, ich weiß ja das hohe E, ich weiß ja, wie das geht. Aber das ist eben der Grund, warum es oft schief geht im Stück, weil man viele Sachen unbewusst macht. Also weil man denkt E und E. Und dann wollen die Finger denselben Ton spielen, halt mit geknicktem Daumen. Dabei kommen beim hohen E ja 2 Finger mit rauf. Und das muss man erstmal verinnerlichen. Und verinnerlichen würde jetzt zum Beispiel heißen, dass ihr das mal auf dem Trockenen greift, also ohne in die Flöte reinzublasen. Und ich würde euch aber empfehlen, die Flöte dabei ans Kinn zu legen, damit ihr die richtige Spielhaltung habt. Und dann mal diesen Griffwechsel nur auf dem Trockenen zu machen. Also die beiden Finger drauf und den Daumen knicken gleichzeitig. Und dann ruhig mal hin und zurück. Und jetzt nicht so, ganz oft, damit die Koordination auch klappt, also damit ihr auch wisst, was ihr macht. Das ist nämlich das Wichtigste. Also auch grundsätzlich ist es so, dass bestimmte Griffverbindungen oft schief gehen, nur weil ihr nicht ganz genau wisst, was ihr machen müsst, welche Finger beteiligt sind und was die wie machen müssen.
auch wenn ihr den einzelnen Griff jeweils genau kennt, ihr müsst diese Kombination üben. Also wie gesagt, auf dem Trockenen könnt ihr das machen, dann mal mit Augen zu auch, wirklich nur diese 2 verschiedenen Griffe fühlen. Denn so wie ihr es vorher gemacht habt, kann es sein, dass ihr geguckt habt, ist ja auch nicht schlimm, aber jetzt würde ich das auch mal mit geschlossenen Augen probieren und dann erst mit den Tönen. Und was super wichtig ist, das ist wirklich die halbe Miete, dass ihr jetzt nicht hingeht und so übt, sondern lieber einmal perfekt. Und wenn das perfekt war, also zum Beispiel nur das, dass ihr dann kurz wartet und es dann nochmal macht. Und wenn ihr es hinbekommt, das mindestens 7 Mal nacheinander ohne Fehler zu machen, dann habt ihr ganz, ganz viel gewonnen. Und das dauert nicht länger, als wenn ihr das 30 Mal hin und her probiert. So, dann kann man so einen Griffwechsel, also wir sind immer noch bei den ersten beiden Tönen, kann man natürlich auch umgekehrt üben, also vom hohen E zum tiefen E, klar, das haben wir jetzt eigentlich schon gemacht. Da kann man sich verschiedene Rhythmen ausdenken, wenn man es schon schneller hinbekommt, dass man die Geschwindigkeit noch verschärft, indem man zum Beispiel punktiert spielt. Da kann man auch sehr kreativ sein, was man da noch alles machen kann. Es kann sogar sein, wenn dieser Anfang euch schwer fällt, dass ihr das Cis da schon gesehen habt mit dem Kreuz irgendwie und dass ihr irgendwie schon an Cis denkt. Beim Cis begegnet es mir übrigens sehr häufig bei Schülerinnen und Schülern, dass sie nicht wissen, wie das geht. Also das ist wie ein hohes D plus den einen. Und das ist für viele Spielerinnen und Spieler irgendwie schwierig, den sich zu merken. Wenn man sich jetzt mal klar macht, wenn man vom hohen E zum Cis will, dass man nur einen einzigen Finger wegnehmen muss, dann ist das eigentlich erstaunlich. Und man sieht da so viele komplizierte Töne stehen. Also es ist leider ganz viel Nachdenkarbeit und Geduld erforderlich, wenn ihr eine Stelle richtig gut üben wollt. Also wenn ihr gehofft habt, ich sage jetzt, spielt sie 30 Mal nacheinander oder immer schneller, nehmt das Metronom dazu, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn man muss es richtig bewusst verstanden haben und wissen, was man macht. So, und dann ist eigentlich diese Geschichte da oben, also der Wechsel vom E, vom mittleren E zum hohen E, ist natürlich das Schwierigste, was das Blasen angeht. Diese Geschichte da oben vom zweiten Ton an, E, Cis, dann das mit dem Vorhalt und dann sogar runter zum D, das geht eigentlich. Da muss man, wie gesagt, gut nachdenken, welche Griffe das sind, aber bei dem allerersten Wechsel, da müsst ihr eigentlich von einer etwas entspannteren Blasstärke, die nicht so viel Druck hat, zu einem hohen, sehr schnell geblasenen Ton. Und das müsst ihr eben rechtzeitig umschalten. Wenn ihr jetzt wie hier tiefere Töne habt, Mittellage, sage ich mal, und diese ganz hohen Töne, dann erinnert euch nochmal dran, dass man die ganz hohen Töne gar nicht laut zu spielen braucht. Im Gegenteil nicht mal laut spielen darf, sonst kieksen die nämlich und springen über oder wie sagt man, überschlagen sich, sprechen nicht an. Aber dafür sehr schnell blasen, also wie kleine Pfeile, die ihr abschießt. Und die Töne da drumherum, diese mittleren Töne, diese mittlere Lage, die könnt ihr schön voll blasen. Also das ist von den Griffen abgesehen, die ihr euch wirklich klar machen müsst, ist es auch die Blasgeschwindigkeit. Also versucht hier die hohen Töne leise zu spielen und schnell und nicht kompensieren, indem ihr sie extra laut rausdrückt. Was man mit dieser Stelle zum Beispiel auch schön machen könnte, dass man sich mal die Töne, die in der mittleren Lage sind, also diese tieferen Töne hier, vorstellt wie eine Stimme, die ein Spieler spielt und die hohen Töne wie eine andere Stimme, die ein anderer spielt. Dann hätte ich also als Spieler Nummer 1 das zu spielen.
Und als Spieler Nummer 2 hätte ich nur hohe Töne, die ich schön zart, aber schnell blase. Und dann könnt ihr das kombinieren, indem ihr euch aber Zeit dazwischen lasst. Also zum Beispiel so. Sodass ihr quasi diese beiden Abteilungen, tief und hoch, deutlich trennt. Denn die einen sind entspannt und mit eigentlich relativ viel Luft geblasen, aber nicht so flott. Und die anderen sind hoch und kleine, schnelle Pfeile. Und dann könnt ihr euch ja denken, dass es dann schief gehen kann, wenn ihr euch nicht genug Zeit nehmt zwischen den tiefen und den hohen Tönen und umgekehrt. Und helfen wird euch dabei auch euer Zungenstoß, wenn ihr den richtig schön deutlich macht, vor allem bei den hohen Tönen, richtig schön knackig artikulieren. Und nicht irgendwie vage artikulieren, sonst wird die Grenze zwischen tief und hoch nicht ganz klar. Auch wenn ihr jetzt dieses Stück gar nicht spielt und diese Stelle nicht kennt oder nicht spielen möchtet, dann könnt ihr ganz viel von dem, was wir jetzt hier durchgearbeitet haben, übertragen auf andere Stücke, die ihr spielt, mit Wechseln von hoch zu tief und umgekehrt. Und ich habe euch ja schon versprochen, es wird in der nächsten Zeit noch mehr solche Stellen geben. Also es wird noch ein Stückchen aus der Telemann-Fantasie Nummer 10 geben und aus der Bach-Solo-Partita aus dem ersten Satz, denn da waren auch Abonnentenwünsche. Und ja, für heute erstmal soweit zu dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was dabei lernen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch unter dem Video und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist kostenlos und ihr wisst ja, wenn ihr euer Blockflötenspiel richtig fundiert, systematisch verbessern und aufbauen wollt, dann könnt ihr meinen Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level machen, den ich auch in der Infobox verlinke. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!